Il suo nome è Domenico Ortli, e lavora da 25 anni del Parco Nazionale. Unsere Arbeit als Nationalparkwächter sind sehr wichtig. Wir sind ja täglich unterwegs, dass man probiert, so viel Daten wie möglich zu sammeln. In dem Sinn Spuren, indirekte Nachweis, alles das ist sehr wichtig, damit man halt die Bestandesgröße immer erfassen kann. Entwicklung im Park ist natürlich in dem Sinn sehr wichtig, dass man die Populationen, Gämsen, Rotwild, Hasen, all die Arten, die bei uns vorkommen, dass man sie nachweisen kann, wie sie sich entwickeln tun. Das ist Flugruf vom Schwarzspecht. Du hörst gut, wenn er im Flug ist, dann macht er das grü, 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 grü. Jetzt hockt er. Das ist dann, das hörst ganz gut, jetzt hockt er. Der ist nicht weiter weg von uns. Wahrscheinlich wird er uns beobachten. Da ist er irgendwo dem Jungwuchs hinein. Da siehst du wieder, wie er oben runtergekommen ist. Das ist nicht weit von uns weg. Er wird uns sehen und hören. Pulverschnee ist es noch schwierig zu sehen, aber da siehst du gut die ganz feine, schmale Vorderpfoten. Feldkenntnis, das ist das Allerwichtigste. Jede Tierart hat seine Nische. Wir haben heute auch gesehen, also, wo der Feldhase da ist, wo der Schneehase da ist, wo die Hirsche in der Nacht sich umstreifen tun, wo sie geschart haben. Aber es ist ein einzelnes Tier, das das gemacht hat. Du siehst, sie scharen da unten aus, es kommt noch immer schön grüns. 3/4 der Beobachtungen kommen durch indirekte Nachweis, kann man sie feststellen. Also darum heisst es also auch bei uns, das ist eigentlich konzentriertes Laufen. Man muss Acht geben, auch laufen rechts und links. Man kann Kleinigkeiten sehen, was sie gefressen haben. Und wenn man zusätzlich noch Feldkenntnis hat und die Tierart auch sonst von der Biologie gut kennt, kann man sehr, sehr viel aus der Spuren. Ohne Spurenkenntnis oder ohne indirekte Kenntnis von Nachweis hätte man keine Chance, eine Übersicht zu kriegen, was eigentlich bei uns überhaupt vorkommt. Also die indirekten Nachweise sind noch wichtiger als die direkte Nachweis, wo man mit dem Fernglas sehen kann. Also ein grosses Erlebnis war sicher die ersten Bärenspuren, die ich überhaupt gesehen habe. Also das ist die Szene im Park bei der Alpurtière. Man verschrickt und das ist auch eigentlich ein ganz emotionales Moment für mich. Da geht sehr vieles im gleichen Moment im Hinterkopf. Der Bär, der wieder zurückkommt ins Tal, das verbindet eigentlich mit der Geschichte früher, mit der Bärengeschichte von unseren Urgroßvätern, mit der Bärenjagd. Und das ist schon emotional für mich. Und die Bärentatzen eigentlich frisch gesehen im Schnee, da geht eigentlich der Puls schlägt schon höher im Moment. Das ist so. Das ist der Mauswiesel. Sehr schön. Ja. Also die Spurensuche oder Spuren oder indirekte Nachweis können zu erkennen, das ist instinktiv, kommt das mit der Zeit, mit den Jahren. Das ist so. Da ist natürlich halt das Gewöll immer sehr, sehr spannend. Ein Gewöll von einem Uhu, wenn man findet dort, das sagt nicht nur Größe, eigentlich ist unser grösster Nachtvogel, wo aber vor allem, wenn man so einen Gewöll auseinander nimmt, findet man verschiedene Knochen und dann weiß man, was frisst, was hat er für eine Nische. Hat er mehr Fisch gefressen? Hat er Hasen? Hat er nur Müsse drin? Und da, wenn man auseinander nimmt, weiß man, es ist ein Generalist, von was er eigentlich gelebt hat.
Also da ist es noch schwierig zu sagen, also Schuppen sehe ich keine, ich sehe eher feine Knochen, die da drin sind von Hasen. Also ich denke, der hat wahrscheinlich, zum Großteil hat er von Schneehasen, Feldhasen gelebt. Und das ist natürlich ganz etwas sehr Spezielles. Das kommt im Magen von einer Gans vor, eine Bezoarkugel. Also im Lappmagen drinnen tut sich eigentlich all was harzige Sachen, vor allem ein Gamsbock, wo im Wald eigentlich sich aufhalten tut er sich mit den Jahren so eine Bezoarkugel, die wird immer größer und da sieht man das harzige Zeug und das kann er natürlich aus dem Magen, wenn sie mal eine gewisse Größe haben, nicht mehr ausscheiden. Ich sono cresciuto qua a Braille e avanti ne fatto 23 anni scopostier ed in reise del comune e ne potuto ne giù la fortuna di poter lavorare tutta la mia vita da ora in questa magnifica natura e qualcosa più bello a poter fare una vita interna qualcosa sceno lavorare bene con la natura qualcosa più bello non si può mettere avanti.